meine Lieben, und willkommen bei Hanna kocht Mamas Rezepte. Hier lernen wir gemeinsam kochen und backen. Heute machen wir einen ganz klassischen Fanta-Kuchen, der in den 80er, 90er Jahren auf keiner Geburtstagsfete fehlen durfte. Ich hole euch jetzt mal etwas runter, damit wir uns die Zutaten anschauen. Einmal brauchen wir 5 Eier. Ich habe hier 6 Eier, weil ich fand die etwas klein. Eine Prise Salz, etwas Vanillearoma, 300 Gramm Zucker und ein Fläschchen Orangengeschmack, 350 Gramm normales Weizenmehl, Typ 405, etwas abgeriebene Orangenschale, ein Backpulver und 125 Milliliter geschmacksneutrales Öl. Ich habe hier jetzt Reisöl genommen und natürlich gleich 150 Milliliter Fanta. Und jetzt gehen wir zu unserer Küchenmaschine. Als erstes geben wir unsere Eier hinein. Und verrühren die leicht. Da hinein gebe ich jetzt unsere 300 Gramm Zucker. Das lasse ich jetzt 5 bis 10 Minuten rühren, bis das es eine schöne weiße Masse ergibt. So soll er aussehen. Die Eier mit dem Zucker haben sich verdoppelt und es ist eine schöne cremige Masse geworden. Ich habe jetzt mit der Küchenmaschine dafür ungefähr 7-8 Minuten gebraucht. Kann man natürlich auch im Handrührgerät machen. Dann braucht ihr ungefähr 15 Minuten. Da hinein gebe ich jetzt einmal das Orangenback oder Orangenaroma, das kriegt man ja in so kleinen Fläschchen zu kaufen. Das schmeckt eigentlich sehr gut und das riecht auch sehr gut. So. Eine Prise Salz. Das Mehl. Und hier habe ich das Backpulver, das gebe ich hier in das Mehl rein. Und mische das unter. So, dass sich das Backpulver gut in dem Weizenmehl verteilt. Wir haben jetzt unser Backpulver in dem Mehl vermischt und jetzt gehe ich hin und gebe etwas in mein Mehlsieb und siebe das über meine Eierzuckermischung. Hier hinein und mische das kurz unter. Hier ist die zweite Fuhre von dem Mehl. Ja, ne? Jetzt versuche ich das einfach mal so. Ja, geht doch. Das ist unsere zweite Fuhre.
So, das ist das restliche Mehl. Sollte man vielleicht nicht ganz so schnell machen. Jetzt gebe ich die Orangenschale dazu. Und das Reisöl. So, hier habe ich jetzt 150 Milliliter Fanta. Die gebe ich jetzt dazu und vermische die relativ langsam mit unserem Kuchenteig. Und dazu geben wir noch einen kleinen Schuss Vanillearoma. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Jetzt geben wir unseren Teig in eine Backform. Warte, das muss ich rausholen. So. So, sind ein paar Bläschen weggegangen. Und jetzt backe ich diesen Kuchen. Und wenn der fertig ist, dann sehen wir uns wieder. So, der Kuchen war jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 30 Minuten im Backofen. Zwischen 30 und 40 Minuten backt der Kuchen bei 180 Grad. Das liegt halt ganz daran, wie euer Backofen ist. Jetzt machen wir gemeinsam den Zuckerguss. Ich habe hier bunten Streusel, aber auch schönen rosa, hier mit Sternchen und so, oder Glitzerstreusel. Das kommt ganz drauf an, für wen macht ihr diesen Kuchen, wie möchtet ihr das machen. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich nehme den ganz bunten Streusel. Das schauen wir einfach mal. Aber jetzt gehen wir erstmal hin und sieben unseren Puderzucker. Ich habe jetzt hier mein Zuckersieb. Da gebe ich meinen Puderzucker rein und siebe den jetzt erstmal durch, damit der Zuckerguss auf dem Kuchen keine Klümpchen bildet. Das dauert jetzt ein bisschen. Da melde ich mich dann gleich, wenn ich damit fertig bin. So, jetzt haben wir ein Paket, also 250 Gramm Puderzucker, habe ich gesiebt. Und da hinein gebe ich jetzt Fanta. Und zwar nicht zu viel, ein bisschen, damit der Zuckerguss nicht zu dünn wird. So. So, verteilen wir den hier mal über unseren Kuchen.
Habe den Zuckerguss jetzt mit einem Pinsel gut verteilt. Jetzt nehme ich meine Streusel. Hier. Und dann noch ein paar rosa Streuselchen drauf. Das sieht toll aus. So. Ganz leicht andrücken. Wirklich leicht. Sonst hat man den ganzen Zucker an der Hand. Okay. So, jetzt ist er erstmal fertig. Jetzt muss der Zuckerguss nur noch durchtrocknen. Und dann schneiden wir den Kuchen an. So, ich werde jetzt mal ein kleines Stück probieren. Dann schaue ich mal, wie er schmeckt. Kann ich euch das direkt sagen? So. Also der Kuchen ist ziemlich fluffig. Richtig fluffig. Schmeckt wunderbar nach Orange. Und nach Fanta, also Orange halt, ne? Und ich muss sagen, der ist uns sehr gut gelungen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn nachbacken würdet. Und wenn ihr mir das in den Kommentaren schreiben könntet, ob er euch gelungen ist oder nicht. Im nächsten Video zaubern wir einen köstlichen Kartoffelauflauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bleibt tapfer, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch. Eure Hanna. Ciao.